In dem heutigen Video geht es darum, wie du dir deinen eigenen Facebook-Werbeaccount erstellst. Achtung, der Facebook-Werbeaccount ist etwas anderes als deine Facebook-Seite, die du dir hoffentlich schon erstellt hast. Und dazu geben wir in der oberen Suchleiste business.facebook.com ein oder suchen es in Google und werden dann auf eine solche Seite geleitet. Anschließend klicken wir oben auf Konto erstellen und können dann unseren Business Manager Konto einrichten. Das heißt, wir geben unser Unternehmensname ein. Dazu gebe ich jetzt einfach irgendeinen Testname und Testaccount ein. Dann gebt ihr bitte eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein, die ihr verwenden möchtet für euren Unternehmensaccount. So, dann klickt ihr auf Senden und gebt anschließend eure Daten in den abgefragten Feldern und Fenstern von Facebook ein. Dann solltet ihr einen solchen Bildschirm vor Augen haben. Das hier ist die Facebook Business Suite, in welcher ihr alle von euch ausgegebenen Beträge und alle Werbemaßnahmen erkennen könnt oder einsehen könnt. Falls ihr euer Unternehmenskonto schon erstellt habt, dann müsstet ihr das hier finden oder ihr klickt bei Unternehmenskonten auf Erstellen und gebt eure Daten ein. Anschließend geht ihr hier bei den Unternehmenskonten oder bei eurem Konto auf das Einstellungssymbol und geht dann auf Seite und fügt erstmal eine Seite hinzu. Wenn ihr noch keine Seite hinzugefügt habt, dann erscheint da hier in dem mittleren Fenster Seite hinzufügen. Ansonsten steht bei mir hier oben links Seite hinzufügen und ich gebe dann unsere Facebook-Seite ein, die ihr vorher erstellt haben solltet und mache dann Seite hinzufügen. Dann ist sie hinterlegt hinter diesem Werbekonto und auf diesem Facebook-Seite kann nachher mit diesem Werbekonto, das ihr jetzt gerade angeklickt habt, geworben werden. Anschließend klickt ihr hier auf Werbekonten und neues Werbekonto erstellen. Werbekonto Test. Die Zeitzone lassen wir so, Währung auch und klicken dann auf Weiter und sagt dann, dieses Werbekonto wird verwendet für mein Unternehmen. Klicke ich auf Erstellen. Anschließend müsst ihr Personen hinzufügen und Berechtigungen erteilen. Da klicken wir natürlich auf mich. Ich habe natürlich die Berechtigung, alles zu machen und klickt dann auf Zuweisen. Könnt ihr direkt Zahlungsinformationen hinzufügen, das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das direkt macht und könnt dann auch alle getätigten Werbungen, die ihr abrechnen möchtet, steuerlich natürlich absetzen möchtet, mit der entsprechenden Rechnungsanschrift versehen. Das bedeutet, hier bei Unternehmens- und Steuerinfos müsst ihr auf Bearbeiten klicken und natürlich alle Sachen hier eingeben, was euer Unternehmen betrifft. Ja, in dem Fall wäre das jetzt automatisiertes Unternehmen. So, ja, ich buche Werbeanzeigen für geschäftliche Zwecke. Speichern. Dann ist es hier hinterlegt und sobald ihr über euer Werbekonto Werbung schaltet, wird automatisch dann eine Rechnung zu diesem Unternehmen erzeugt. Standort bleibt Deutschland. Zahlungsmethode nehmt ihr Kreditkarte oder PayPal und müsst dann auf Weiter klicken und euch anmelden. Ich habe jetzt PayPal gewählt, deshalb leitet es mich direkt zu PayPal weiter und habe damit dann mein Werbekonto eingerichtet. Als nächstes gehen wir oben links auf diese Business Tools, diese Punkte und gehen auf unseren Werbeanzeigenmanager. Und zu diesem Werbeanzeigenmanager werdet ihr immer wieder zurückkommen, wenn ihr Werbung schalten wollt. Da wir derzeit keine Werbeanzeigen ausliefern oder keine Werbeanzeigen geschalten haben, ist natürlich hier noch nichts drin und deshalb werden wir hier eine Werbeanzeige erstellen. Wie wir das aber genau machen mit den Kampagnenzielen und so weiter, das gehe ich in dem nächsten Video mit euch durch. Für dieses Video sind wir aber schon fertig. Wir haben unseren Werbeaccount erstellt. Und jetzt seid ihr bereit dazu, eure Werbeanzeigen über Facebook und Instagram und sogar mittlerweile WhatsApp zu schalten. Wir sehen uns im nächsten Video.